An diesem Kiosk haben wir mit Abstand das meiste raus. Und dann ballerst du halt Bier ohne Ende raus, ne? Zwischen 60, ja, 62.500 Liter, die wir an den Spieltagen absetzen. 720 Fässer, die wir jetzt alleine nur nach dem Champions-League-Spiel gekriegt haben. Über 1000 Catering-Mitarbeiter jeden Spieltag. Wir haben hier links wie auf der rechten Seite jeweils 10 Hektoliter. Das sind halt 2000 Liter. Hast du schlechtes Gewissen, weil du 5 Bier getrunken hast, bringst du deinem Sohn wenigstens einen Becher mit nachher. Hey, wir haben Bier! Einmal hier beim ältesten Griller hier im Stadion vorbeikommen. Grüß dich, mein Lieber. Mach mal so. Wie sagt man so schön, laut der Kulisse, da ist der Fernseher. Die Momente, die man genießen kann. Borussia Dortmund schlägt Athletic Club Bilbao mit 4:1 Toren. Ja, ich bin der Ausbildungsleiter bei Getränke Weidlich. Das ist ein Azubi-Projekt, die Belieferung des BVB-Stadions. Unter anderem bestücken wir hier mit den Azubis und holen die Ware aus der Brauerei ab. Wir bestücken jetzt die Counter. Wir fahren erst alles rundherum und morgen wird dann die Endbestückung. Wir fangen zwar nachher noch an, aber morgen wird der Rest gemacht. Okay? Ich mache dann Leergut und warte auf den nächsten LKW von der Brauerei in der Zeit. Und dann gucken wir noch, was hier oben fehlt. Ja, jetzt kommen unsere 2 Tankbier und noch ein paar Kistenware und noch 240 Fässer. Gestern haben wir mit dem Kiosk, also mit dem Tank, den ganzen Kiosk plus nochmal zig Fässer gemacht. Also normal reicht's. Wie weit seid ihr denn jetzt? Süd ist fertig, PET komplett. Osten ist komplett PET und Fässer fertig. PET-Ware mussten wir jetzt nicht wirklich viel in die Kühlschränke einräumen. War nicht viel, Die ne? waren eigentlich schon fast voll. Hier und da mal ein Tray, was man noch auffüllen konnte. Aber Ja, das war ja das, was wir vorher besprochen hatten, dass wir so gut es geht versuchen, alles wieder zu befüllen. Da bin ich schon mal froh, dass das einigermaßen geklappt hat. wunderschönen guten Morgen, Thomas. Morgen. Wie ist die Lage? Alles gut? Ja, normal. Spieltag ist gelaufen, Nacharbeit, entspannt. Sehr gut. Weißt du, wie viel wir oben noch im West-2-Lager haben, was wir noch an AFG, die Cola-Paletten und Cola Zero noch hochbringen können? Wir bringen Cola Zero, fahren wir hoch. Westfallager ist Grundbestückung, aber ich weiß jetzt nicht, wie viel Weidlich noch rauszieht. Von daher, wir können ja aber gleich ohne Probleme hochfahren, können wir einlagern, weil MAD kürzer ist als das, was wir drin haben. Ja. Dass wir dann das Alte rausziehen. Sehr gut, perfekt. Müssen wir mal gucken, vor allen Dingen wegen Bier. Ne? Also ich glaube, knapp 300 Fässer oder sonst irgendwas haben die jetzt ja schon verteilt. Die anderen 300 müssen wir dann gucken, dass wir uns hier noch auf Lager legen, weil oben West 2 und Ost 2 ist ja nicht mehr viel. Ne? Tankbier ist gewechselt. Alles klar, sehr gut. Dann müssen wir noch mal gucken, dass wir das recht zügig machen, damit ich noch mal gucken kann, ob ich noch Bier nachbestellen soll. Alles klar. weiß ich Bescheid. Top. Ja, entspannt. Bis später. Jo, mach gut. Danke dir. Dahin kommt dann gleich die EGV, fahren dann einmal quer hier rüber, haben dann dementsprechend auch ausgeschildert, wo die Anlieferung hier ist, jeweils an den Points. Kommen die hier gleich durch, fahren rückwärts rein. Wir haben jetzt einmal kontrolliert, ob die Ware vollständig ist, beziehungsweise welche Temperatur wir haben, damit wir einmal sicherstellen können, dass die Lebensmittel bzw. die Lieferkette vernünftig eingehalten wird. Inklusive der Kühlkette dazu, dass die Menschen auch eine gute Bratwurst am Ende des Tages kriegen.
Generell ist der Warenverbrauch unterschiedlich. Alleine das, was wir an den Kiosken haben, an den festen Ständen, sind roundabout 10.000 Stück. Wir haben hier nicht nur unsere klassischen Heimspieltage, ich glaube ca. 25 Stück, mit der ich immer so grob plane. Ich glaube letztes Jahr waren es sogar knapp 27 mit den Abschiedsspielen und dem Weihnachtssingen. Haben wir halt auch noch über 700 Sonderveranstaltungen, die wir hier betreuen. Jetzt machen wir einmal den Abstecher zum West-2-Lager. Das Lager gehört mit zum neuen Anbau, den wir zur Europameisterschaft 2024 in Betrieb genommen haben. Wir sind jetzt natürlich nach dem Spiel. Hier haben wir deutlich weniger auf Lager als noch tatsächlich gestern. Gestern standen wir, glaube ich, ungefähr bis hierhin voll mit Bier, was jetzt noch tatsächlich rausgegangen ist. Also roundabout 144 Fässer mal 50, das sind alles 50 Liter Fässer, sind 7.200 Liter mal 2 sind es 14.400 Verkaufseinheiten. 14.400 Verkaufseinheiten, die nur hier auf dem kleinen Fleck stehen. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir hier zu Spitzenzeiten bis zu 360 Fässern drin haben, dann ist das nochmal ordentlich, was wir hier alles gelagert haben. Hier haben wir jetzt noch das ganze Bier für die Südtribüne. An Spieltagen haben wir tatsächlich unterschiedlich roundabout in der Spitze bis zu 125.000 Verkaufseinheiten Bier, die wir verkaufen. Das sind zwischen 62.500 Liter, die wir an den Spieltagen absetzen. Das ist eine ordentliche Menge. Gut. Ich bin jetzt hier gerade aus 2, also wir haben hier noch 2 Trays Cola stehen. Gut, dann müssen wir gleich einmal aus der West 2 nochmal, unten aus dem Lager, West 1, 2, 4, 6, 8, 9, 9 mal 6, 54 Fässer noch stehen, plus 55, bringen wir auch nochmal, also auf 100 wäre ich hier wieder gegangen und aus 2. Wir sind tatsächlich ganz gut im Plan, also wir sind besser als erwartet. Wir haben gestern Abend noch wirklich viel geschafft, konnten dementsprechend jetzt schon heute wieder gut starten. Sie gehen jetzt davon aus, dass wir heute die ganzen alkoholfreien Getränke in den Ständen wieder komplett aufgefüllt haben. Haben jetzt auch schon mit dem Fassbier wieder angefangen, dass wir dementsprechend morgen, wenn wir hier sind, nicht mehr ganz so viel machen müssen. Ab morgen 6 Uhr kommen dann die Kollegen von Getränke Weidlich, werden dann wieder fleißig unterstützen. Und dann wäre es gut, wenn wir dann innerhalb der 6 Stunden dann noch durch sind, dass wir dann morgen auch noch ein bisschen was vom Feiertag haben. Wenn wir das jetzt miteinander vergleichen, wir waren gestern ja schon eben kurz hier, da konnten wir ja noch bis ganz hinten durchgehen. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wie viel Bier wir hier wieder haben, was wir alles aufgefüllt haben, in der kurzen Zeit, das ist schon echt beeindruckend, das ist echt ziemlich gut. Heute Morgen kamen noch mal knapp 120 Fässer nach, Gott sei Dank, trotz Feiertag. Also wir haben alleine 600 Fässer proaktiv vorbestellt. Dann kamen jetzt noch mal 120 Fässer nach. Das bedeutet 720 Fässer, die wir jetzt alleine nur nach dem Champions-League-Spiel gekriegt haben. Und in den Kiosken waren roundabout 350, 400 Fässer sowieso noch drin, mit Anbruch, mit allem drum und dran, was noch dazugehört. Also das ist schon ordentlich, was wir hier dann noch mal jetzt auf jeden Fall wieder in den Kiosken haben, beziehungsweise auf Halde, auf Reserve, was dann noch nachgetrunken werden kann, beziehungsweise nachgeliefert werden kann. Wir starten jetzt noch einmal unsere obligatorische Stadionrunde. Zwei, 4, 6, 8, 10. Das ist ein bisschen viel. Gut, hier steht es jetzt Gott sei Dank nicht im Weg. Wir haben eigentlich die Beschriftung hier komplett, was in die Kioske soll. Das sieht auch sehr gut aus, dass das alles da ist. Wenn wir jetzt hier noch mal ein bisschen was auf Reserve haben, ist das jetzt erstmal kein Problem. Ist aber natürlich ein bisschen mehr, als wir im Normal verbrauchen.
soll uns jetzt aber nicht groß tangieren bzw. nicht stören. Die Hauptsache ist, dass die Mitarbeiter im Kiosk noch genug Platz haben, um hier zu zapfen, beziehungsweise der Zapfer, der hier steht, der wird dadurch nicht beeinträchtigt. Deswegen ist das in Ordnung. Haben wir vielleicht sogar noch Glück und die müssen am Spieltag selber sich noch mal weniger holen. Deswegen ist das vielleicht sogar ganz gut, dass wir hier ein bisschen zu viel haben. Morgen wäre es wahrscheinlich aufgefallen, wenn die Standleiter bzw. dann die Kioskmitarbeiter hier in den Kiosk reingekommen wären. Wir müssen natürlich eine Anfangsbestandsliste einmal ausfüllen mit den Beständen, die eigentlich im Kiosk sein sollten. Und da wäre dann aufgefallen, dass das nicht ganz aufgeht. Und dann hätten wir, hier vorne ist direkt das Zwischenlager, hätten wir eben rübergefahren. Das sind dann jetzt aber Probleme, die wir dann lieber jetzt lösen, bevor es da morgen irgendwie Probleme gibt. Guten Morgen. Max, grüß dich. Hi. Schön, dich zu sehen. Also die Kaffee war ja heute wieder kein Problem. Ich hörte schon. Fiasko. Ja, ich habe. Grüß dich, Erdinei. Alles gut? Aber das Wetter ist halt scheiße. Die Leute werden spät kommen, glaube ich. Ich hätte jetzt auch keinen Bock, vor dem Stadion zu stehen, eine halbe Stunde nass zu werden und reinzukommen. Späte Anreise. Aber gibt es halt keine Alternative zum Vortreffen, ne? Also sonst Das sind wir auf dem Markt oder so, hier bist du immer in dem Trockenen. Aber Freibad und so ist halt alles. Hast du recht, ja. Habt ihr euch auch ein Briefing oder habt ihr schon eins? Top. Dann lasst uns mal auf die Tribüne gehen. So, herzlich willkommen. Ne? Erstmal Dankeschön für den gelungenen Mittwoch gegen Bilbao. War ein Top-Spiel. Sehr guter Umsatz. Hat alles reibungslos funktioniert. Bin sehr stolz auf euch. Ne? Langsam kommen wir in diesen altbekannten Rhythmus mit Champions League und Bundesliga. Ja, heute gegen Leipzig, relativ unspektakulär. Klassischer 15:30 Spieltag an einem Samstag. Wetter ist äußerst beschissen. Muss aber nichts heißen, weil wir Monatsanfang haben. Ist ein klassischer Spieltag, ist alles Standard. Achtet heute nochmal auf diese Sachen, die einfach wichtig sind. Vorzapfen, gerade vor den Stoßzeiten, also ab halbe Stunde vor Anpfiff und in der ersten Spielzeit einfach richtig Vollgas geben beim Vorzapfen. Die Theken müssen voll stehen, damit wir da Tempo drauf kriegen, weil dann machen wir am Ende den Euro und machen den Gast glücklich, wenn er nicht lange warten muss. Ne? Gute Halbzeitpause ist Toilettengang, Bier holen und wieder pünktlich auf der Tribüne sein, kein Tor verpassen. Und dann wollen wir hoffen, dass wir heute gewinnen, die Stimmung gut ist und dann ist alles perfekt. Also hier kommen beim alleine Catering-Mitarbeiter über 1000 Catering-Mitarbeiter jeden Spieltag. Davon sind 500 im Hospitality-Bereich oben und der Rest unten im Public-Bereich bei den normalen Fans bei uns. Also ich bin 15 Jahre jetzt mittlerweile hier. Also 5 Jahre habe ich für einen Dienstleister gearbeitet, 10 Jahre darf ich jetzt für Borussia Dortmund arbeiten, also für die Tochter BVB Event & Catering GmbH. Und ich habe damals angefangen, das war die Hälfte. Also du merkst halt, die Anforderungen steigen halt. Ne? Also wir bauen auch jedes Jahr mehr und mehr Kioske. Also das heißt, wir wachsen immer, obwohl die Zuschauerzahl nicht wächst. Aber weil einfach das Bedürfnis größer geworden ist, halt schneller seine Produkte zu bekommen. Auch die Produktvielfalt ist so ein Thema. Ne? Ja, aber wie gesagt, jetzt mittlerweile über 1000 Mitarbeiter im Einsatz, nur fürs Catering. Gleich Meeting Nummer 2. Jetzt wird es eine Runde größer als gerade. Jetzt kommen die ganzen Standleiter noch dazu, die sind alle von einem externen Dienstleister. Ja, das heißt, wir haben ganz schön viel steuerndes Personal hier im Einsatz, aber ist auch notwendig, ne, bei der Mitarbeiteranzahl. Also über 60 Leute, die einfach nur koordinieren, dass die Leute an der richtigen Stelle ankommen. Das ist ein Riesenstadion. Ne? Das Stadion ist von 74, hatte mehrere Ausbaustufen. Und man kann sich hier schon ganz gut verirren, wenn man vor allem das erste Mal da ist. Ne? Ist das mit der Himmelsrichtung, sich zu orientieren, auch nicht immer einfach. Schön, dass ich euch alle heute wiedersehe. Ist immer beruhigend, wenn man die bekannten Gesichter sieht, die man schon seit Jahren hier sieht. Sehr schön auf jeden Fall. Ja, heute, wir haben Monatsanfang, Spiel gegen Leipzig, 15:30 Samstag. Geiler geht's eigentlich nicht, Wetter spielt leider nicht ganz so gut mit. Wir hoffen mal, dass die Gäste und die Fans früh kommen, damit sie dann auch Zeit haben, hier noch ordentlich zu trinken, zu essen. Ich will euch jetzt gar nicht so lange aufhalten, ihr wisst alle, was zu tun ist. Ne? Mittwoch bis Samstag war ein kurzer Wechsel. Es kann sein, dass hier oder da irgendwie an einer Stelle mal was fehlen sollte. Sprecht den Supervisor an, der ordnet das direkt nach oder geht selber zum Kitchen Tower, holt euch die Ware. Sollte kein Problem sein, wir haben genug Zeit, bis das Stadion aufmacht. Und ich wünsche euch schon mal von meiner Seite aus einen erfolgreichen, gelungenen Spieltag und viel Spaß.
der Kiosk hier, der liegt zwischen den Blöcken 12 und 13. Hier sind unsere Hardcore-Fans, die Ultras, Südtribüne, Epizentrum. Also richtig geil. Macht Spaß, wenn du hier schnell ein Bier kriegst und schnell wieder auf die Tribüne kommst. An diesem Kiosk haben wir mit Abstand das meiste raus. Wir haben 2 Bierjets hier. Ja, du musst dir vorstellen, ein Bierjet schafft einfach 6 Bier in 7 Sekunden. Ne? Also 6 Bier in 7 Sekunden, das kann der beste Zapfer nicht. Dann nehmen wir uns 6 Becher, packen die in so einen Ständer. Dann stelle ich die hier drauf. Dann drücke ich hier einmal auf den 6. Knopf, dann mache ich mir 6 Bier und dann habe ich in 7 Sekunden 6 Bier gezapft. 6 schöne Pilzchen. Und wenn du weißt, wie du die Maschine bespielst, und die bespielst du am besten mit Tankbier. Ziel 13 wird halt als einziger Stand im Stadion mit Tankbier versorgt. Wir haben hier links, hier auf der rechten Seite jeweils 10 Hektoliter. Das sind halt 2000 Liter. Und das vereinfacht den Abverkauf natürlich um einiges, weil die Logistik wesentlich einfacher ist. Wir müssen keine Fässer wechseln, bis wir die leer haben. Und ja, das ist natürlich schon ein Zeitvorteil. Vom Grundprinzip ist es so, in dem Tank liegt ein Inlay, so heißt das. Das ist ein Schlauch, muss man sich vorstellen, wo das Bier drin ist, im Tank drin liegt. Und der Luftkompressor quetscht quasi diesen Schlauch, wo das Bier drin ist, zusammen. Der Sauerstoff kommt nicht an das Bier dran, durch die Hülle des Sackes oder des Inlays. Und dadurch ist das Bier wieder geschützt. Also kann kein Sauerstoff aufnehmen, keine Kohlensäure aufnehmen. Ist also für die Haltbarkeit des Bieres wesentlich besser. Und ich brauche keine Kohlensäure dafür. Das ist einfach nur mit Luft, wird der Sack zusammengepresst. Der Tank, wenn er leer ist, geht wieder in die Brauerei, kommt ein neuer Sack rein. Kann man dann hier sehen, den Sack hier oben drin. Der ist also prall gefüllt mit Bier. Geht in die Brauerei, der alte Sack raus, neuer Sack rein, wird befüllt wieder und dann kriegen wir den wieder angeliefert zum nächsten Spieltag. Und dann ballerst du halt Bier ohne Ende raus, ne? Also im Schnitt machen wir 2000 Liter, also sind das ungefähr 4000 Becher Bier. Wir haben mehr als 50 Stadionkioske, also mehr als 50 solche Räumlichkeiten, aus denen wir ja hauptsächlich Bier verkaufen. Dortmund Bierstadt, also was läuft hier am besten? Bier. Ne? Also hauptsächlich Bier, aber natürlich auch wir haben natürlich auch ein Speiseangebot hier, ne? Auch für vegane Menschen. Es wird immer vielschichtiger, was wir hier verkaufen in den Kiosken, müssen aber auch immer parallel darauf achten, dass wir uns auf die Kernprodukte fokussieren, weil ansonsten leidet das Tempo. Und Tempo ist für mich der höchste Service am Fan. Also das ist unser Mehrwegbecher. Die sind natürlich immer bedruckt. Fans lieben das, ist der günstigste Fanartikel eigentlich. Ne? Hast du schlechtes Gewissen, weil du 5 Bier getrunken hast, bringst du deinem Sohn wenigstens einen Becher mit nachher. Ne? Und natürlich da auch natürlich nur wahre Botschaften drauf. Und das unterschreibe ich auch immer noch nach 15 Jahren. Schönstes Stadion der Welt. Als Piszczek sein Abschiedsspiel hier hatte, da sind über 50.000 Becher weggegangen mit seinem Konterfei drauf. Also bei seinem Abschiedsspiel, ne, die Leute, jeder wollte so einen Becher haben. Nachher die Leute haben uns geschrieben, wir mussten noch per Post welche verschicken und so. Gebrutzelt wird bei uns immer so eine Stunde vor Stadionöffnung. Fangen wir schon an vorzubereiten, ne, dass wenn die ersten hungrigen Gäste reinkommen, dass sie dann auch direkt was zu essen haben. Ja, wird gerade eine Krakauer, liegt gerade auf dem Grill. Beliebte Wurst hier in Dortmund. Geht aber nur ein Bruchteil davon. Ne? Mehr verkaufen wir natürlich Bratwurst, also am Ende des Tages. Wir haben jetzt gerade Bier geholt aus dem Lager, das wir als Reserve da geparkt haben, weil auf der Süd 24 ist Bier drin abgeraubt. Den müssen wir jetzt noch schnell tauschen. Das Stadion macht gleich auf, dass wir da unten wieder genug Bier zapfen können, damit genug Leute auch an ihr kaltes Bier kommen. Die beiden können den alten wieder auf die Palette stellen. Aber wir haben ja Glück, dass gerade erst Stadioneröffnung ist und sie sich gerade noch für irgendeine Choreo anstellen.
Also klar, wenn Bier nicht läuft, werden alle sehr ungeduldig. Darum ist das Prio 1, dass das jetzt läuft. 05. Hey, wir haben Bier. Woo! Ja, das bleibt doch nicht stehen. Seine Züge, dann Transit. Ja, wir haben gerade ein paar Probleme gehabt, aber ich muss erst mal herausfinden, sind es richtige Probleme oder ist das Problem einfach vor dem Bildschirm? Also haben wir ein menschliches Problem oder ist es wirklich ein technisches Problem? Das weiß man immer nicht genau, aber ich beobachte eigentlich, ob die Abverkäufe hier laufen. Und ich sehe gerade, der Mann nimmt ein Bier mit. Also wird es kein universelles Problem im Stadion sein, sondern ein punktuelles Problem, das ist immer erstmal beruhigend. Also deswegen bin ich auch jetzt gerade wieder entspannt. Hi, grüß euch. Einmal da reingucken ganz kurz. Einmal hier beim ältesten Griller hier im Stadion vorbeikommen. Grüß dich, mein Lieber. Mach mal so. Alles gut bei dir heute? Immer. Du kennst mich doch Jahre, ne? Sehr gut, so muss das sein. Schön, dass es dir gut geht. Geht's der Frau auch gut? Die steht da. Ah, da ist sie. Geht's dir gut? So muss das sein, meine Liebe. Dann viel Spaß, ne? Mach weiter, mein Bester. Ciao. Gehen wir weiter. Dann muss ich mal einmal am Spieltag vorbei. Das ist unser ältester Griller, den wir im Stadion haben. Guter Mann ist schon über 80 Jahre alt. Seine Frau und er arbeiten immer noch hier. Da geht man immer einmal persönlich vorbei. Ne? Seit 20 Jahren mindestens. Also BVB mit Herz und Seele kommt ursprünglich aus Polen und ist ein riesen BVB-Fan. Und deswegen arbeitet er hier mit seiner Frau. Hilft in der Woche noch in der Logistik auf, füllt Getränke auf und am Spieltag macht er die Bratwurst hier. Ja, Stunde vor Anpfiff ist noch nicht wirklich viel los an den Kiosken. Muss aber nichts heißen. Also wir gehen jetzt mal die Kioske ab hier auf der zweiten Ebene. Das ist die Hauptverteilerebene hier im Stadion. Hier sind am meisten Gäste. Gerade auf der Westtribüne. Du hast eigentlich einen Großteil der Südtribünenbesucher, die hierher laufen. Und die ganzen Westtribünenbesucher. Jetzt gucken wir uns einmal mal die Kiosk-Situation an. Also hier ist es jetzt gerade nicht bedenklich. Können wir weitergehen einfach. Brauchen wir nicht stehen bleiben. Zahlvorgänge laufen. Das ist immer wichtig. Also ich gucke immer eigentlich an den Kiosken. Wenn ich keine Probleme sehe, lasse ich die Leute auch einfach arbeiten. Das sieht hier alles ordentlich aus. Können wir auch weitergehen. Gut, sieht top aus. Na? Läuft alles? Ja, ist okay. Langsam fühlt sich, ist ein bisschen was los, aber läuft ganz gut. Kassenprobleme gehabt? Bei uns zum Glück nicht. Ich habe gehört aus 5, ne? Aus 5, ja. War ein bisschen stressig, bei dir aber nicht. Nee, bei uns läuft. Also Kasse läuft, Zapfanlage läuft. Top. Ja, alles prima. Geil. Ja, ihr seid in Bewegung, ihr kümmert euch, ne? Da mache ich mir keine Sorgen und viel Erfolg weiterhin. Reicht oder? Ja. Wir haben noch gut eine halbe Stunde bis Anpfiff. Wir haben gerade schon gehört, die Jungs machen sich jetzt warm draußen. Dementsprechend ist jetzt nochmal heiße Phase. Jetzt kommen nochmal die meisten Gäste, Zuschauer rein, die noch schnell was trinken wollen, bevor es dann gleich losgeht, beziehungsweise auch was essen wollen. Deswegen ist jetzt einmal nochmal Power bis Anpfiff und dann sind 80% des Spieltags für uns gelaufen. Die Halbzeit wird nochmal richtig, da geht es nochmal richtig los, die wird nochmal wichtig. Und wenn wir die Halbzeit dann durch haben, dann ist der Großteil des Spiels dann für uns auch mehr oder weniger catering-technisch gelaufen. So. Ja, gucken wir mal, was da los ist im System. So. Das ist so Standard jetzt eigentlich. Sobald das Spiel angefangen hat, machen wir mal den Knopf raus, weil die funken jetzt alle ihre Bestellungen gerade durch. Dann ist man immer ein bisschen abgelenkt. Jetzt checken wir einfach mal, was so in der Kasse drin ist, damit wir so ein bisschen einschätzen können, wie der Spieltag heute läuft. Also ich wollte schon hier arbeiten, da war ich 8 Jahre alt. Also das ist ein Lebenstraum von mir, der in Erfüllung gegangen ist, hier vor 10 Jahren, als ich den Arbeitsvertrag unterschrieben habe. Ich habe den tatsächlich auch gerahmt zu Hause. Ich kriege das natürlich geräuschfußballmäßig mit, ne? Wenn ich so an so ein Spiel denke wie Malaga. Das hast du geräuschmäßig komplett
komplett miterleben können. Das war richtig geil. Bin ich auch die letzten 3 Minuten, was ich sonst normalerweise nie mache, bin ich dann tatsächlich nochmal runtergelaufen Richtung Rasenrand und habe dann von da geguckt. Du hast das Zittern gemerkt, du hast das Atmen gemerkt, du hast gemerkt, wie die Leute die Luft eingezogen haben und dann ausgespuckt haben beim Torjubel, also die komplette Erlösung. Und ja, ansonsten ist natürlich ein weinendes Auge dabei, ne, wenn du nicht gucken kannst. Ist halt als Fan schon hart. Musst halt auswärts öfter mal fahren, wenn du da die Zeit hast. Also im Vergleich zum Beispiel zu einem Spiel in der vergangenen Saison sind wir jetzt schon deutlich besser unterwegs heute. Trotz des Wetters, trotz so der widrigen Umstände, windig, kalt, regnerisch, sind wir gut unterwegs. Also so, dass ich sagen kann, ich mache mir keine Sorgen, dass das heute ein schlechter Spieltag für uns wird. Hatten zwar gerade ein paar technische Probleme, aber nicht flächendeckend. Und das hat keinen Impact zum Glück auf den Umsatz gerade. Das beruhigt mich sehr. Also Punkt 1 ist jetzt haben wir gerade momentan, ich kann ja gleich mal die Tür aufmachen, ne, der Supervisor ist jetzt drinne, weil wir jetzt nur die Möglichkeit haben, weil das Publikum jetzt auf den Rängen ist, auszuliefern. Dass der Gast gar nicht mitbekommt, dass wir im Rücken die kompletten Counter wieder neu bestücken. Da ist der Alexandro, das ist einer unserer Supervisor. Der hat jetzt von der kompletten Nord für alle Counter die Bestellung dabei. Die Jungs nehmen die Bestellung jetzt auf, werden direkt ausliefern. Ne, ein Kollege ist gerade schon mit einer Bestellung wieder zurückgekommen für die Ost 2. Das sind so Punkte, die der Gast gar nicht mitbekommt, was wir im Background machen. Die Jungs packen jetzt für die einzelnen Counter, sei es Cola, sei es Wasser, über alkoholfreie Fässer und beliefern die komplett in jeder Ebene, parallel dazu auf der Süd, auch im Westen und oben im Nordostbereich. Kein Publikumsverkehr. Dementsprechend können wir jetzt die Bereiche ganz schnell abarbeiten, dass zur Pause hin wieder alles gesaved ist, auch hier auf der Südtribüne. Habt ihr nichts? Meinst du Bestellung? Zum Packen, ja. Ist jetzt gerade losgegangen. Nur die eine? Mit der in Graz haben wir alles andere gemacht. Andere habt ihr soweit fertig? Alles andere fertig. Fässer habt ihr auch genug zum Nachbestücken? Vorerst ja, wir haben jetzt insgesamt 16 Fässer. Ja. Aber braucht ihr noch welche oder kommt ihr damit aus? Sollte erstmal auskommen. Eigentlich habe ich gesagt, dass ich noch 12 weitere Wochen kommen, weiß ich nicht. Aber wenn die nicht kommen, vorerst nicht so dramatisch. Sollten wir mit hinkommen dann, ne? Wie sagt man so schön, laut der Kulisse, da ist der Fernseher. Wieder war schöner Samstagnachmittag. So. Die Jungs zum Beispiel sind für die komplette Süd zuständig. Leider sind wir jetzt ein bisschen zu früh da, weil die Jungs einfach zu schnell waren. Und die komplette Tribüne ist jetzt schon wieder komplett versorgt für den nächsten Andrang. Läuft. Wunderbar. Das meiste ist geschafft. Halbzeit haben wir gut überstanden. Lief alles gut. Wir haben jetzt ca. 70. Minute. Ihr seht, am Kiosk ist nichts mehr los. Gleich wird es nochmal voll nach dem Spiel. Da kommen die Leute mit den Pfandbechern runter, geben die nochmal ab. Da haben die Jungs und Mädels noch was zu tun. Aber dann geht es auch ans Aufräumen, Sticker entfernen. Halt so die ganz normalen Standardsachen, dass man den Kiosk einigermaßen ordentlich wieder hinterlässt. Ja, und dann ist der Arbeitstag auch bald durch. Trubeliger Spieltag auf jeden Fall. Samstag 15:30 Uhr, so ein bisschen das, was wir uns erhofft haben. Das Wetter ist noch wirklich gut umgeschwungen. Wir hatten noch Sonnenschein auch noch im Stadion, das war auf jeden Fall noch mal gut, dann am Ende des Tages hoffentlich für den Umsatz. Jetzt fällt langsam der Druck ab, das merkst du dann. 19:30 Uhr, sind jetzt knapp 2,5 Stunden nach Spiel, 2 Stunden nach Spiel. Jetzt kehrt langsam wieder Ruhe ein. Guck mir hier gerade die Umsatzzahlen an.
Ist ein verhältnismäßig sehr guter Umsatz gewesen. Trotz der widrigen Wetterverhältnisse heute kann ich nichts Negatives sagen. Interessant ist heute, für den Samstag 15:30 Spiel wurde extrem viel gegessen, weniger Bier getrunken, was natürlich auch dem Wetter geschuldet sein kann. Wir sind zufrieden, würde ich sagen, und hat Spaß gemacht. Bin froh, dass es jetzt aber auch vorbei ist. War ein langer Tag und ja, jetzt wird noch aufgeräumt in den Ständen, ein bisschen Ordnung gemacht. Gehe gleich nochmal runter, spreche noch mit den Mitarbeitern, aber das Grobe ist durch, der Umsatz in der Kasse. Es war gut und gleich geht's nach Hause.